Dann itadakimasu. Guten Appetit. Hallo zusammen, willkommen zu meinem Kanal Mizuki's Home. Ich bin Mizuki und heute zeige ich euch, welchen Reis ich in Deutschland gerne esse und wie man mit einem Topf Reis kochen kann. In Deutschland gibt es Basmati-Reis, Jasmin-Reis, Milchreis, Sushi-Reis und so weiter. Ja, auch natürlich andere Sorte. Aber beim japanischen Essen benutzt man meistens natürlich japanischen Reis. Heute zeige ich euch meine Empfehlung von japanischen Reis und wie man Reis mit einem Topf kochen kann. Dann los geht's! Zuerst zeige ich euch, welchen Reis ich in Deutschland immer kaufe. Ja, ich kaufe immer in Deutschland diesen Reis Yume Nishiki. Hier steht auf Japanisch Yume Nishiki. Dieser Reis produziert zwar in Italien, aber der Reis ist eine japanische Reissorte, Koshihikari. Koshihikari ist auch in Japan sehr bekannt und hat klebige Textur und hervorragende Essqualität. In Japan gibt es noch mehr Reissorten, und zwar ungefähr 900 Reissorten. Aber nur 300 Reissorten davon werden meist gegessen. Ihr kauft vielleicht Basmati-Reis, aber Basmati-Reis ist im Vergleich zu japanischen Reis etwas lang und trocken. Basmati-Reis oder Jasmin-Reis werden meistens bei anderen asiatischen Ländern benutzt, aber in Japan benutzt man meistens japanischen Reis oder Sushi-Reis. Sushi-Reis ist ein wenig härter als normaler Reis und nicht so cremig. Deswegen ist Sushi-Reis für Sushi geeignet. In Deutschland gibt es auch noch Milchreis. Milchreis ist ja mit Milch gekocht, aber man kann auch Milchreis mit Wasser kochen. Dann ist der Milchreis ein bisschen ähnlich wie japanischer Reis. Allerdings ist der Kern von Milchreis ein bisschen härter als normaler japanischer Reis. Milchreis ist nach dem Kochen noch weich, aber nach einiger Zeit wird er ein bisschen härter, deswegen schmeckt er nicht mehr, wenn die Zeit ein bisschen vergeht. Als ich noch alleine in Deutschland gelebt habe, habe ich Milchreis mit Wasser gekocht und gegessen, weil ich Milchreis im Supermarkt sehr günstig und einfach kaufen kann. Ja, aber nachdem ich diesen Yume Nishiki probiert habe, kann ich nicht mehr anderen Reis kaufen. Ich habe einen Link von diesem Yume Nishiki bei Amazon in der Videobeschreibung geschrieben. Man kann diesen Yume Nishiki ab 1 Kilo kaufen. Deswegen könnt ihr einfach probieren, wie Yume Nishiki gut ist. Nun erkläre ich euch, wie man den Reis zu Hause aufbewahren soll. Man sollte zu Hause den Reis an kühlen und sonnengeschützten Ort aufbewahren. Außerdem sollte der Reis in verschlossenen Behälter gelagert werden. Ich benutze diesen Behälter, der komplett verschlossen kann, und ich bewahre ihn in einer Schublade auf. Wichtig ist, dass keine Insekten reinkommen und man Luftfeuchtigkeit vermeiden soll. Reismotte mögen sehr Reis und legen Eier. Manchmal sind Insekten bereits vorhanden, wenn ihr ein Produkt kauft. Das könnte während des Produktionsprozesses oder im Laden eingeführt worden sein. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man auch zu Hause den Reis in einem Behälter komplett aufbewahrt. Dann zeige ich euch, wie man Reis kochen kann. Als erstes muss ich den Reis dosieren. Hier ist eine Tabelle zum Dosieren. Ich koche meistens 2 Portionen Reis, selbst wenn ich alleine esse, weil man im Kühlschrank oder Gefrierfach den Reis aufbewahren kann. Dadurch kann man ein bisschen Strom sparen.
Ja, ich bin ein bisschen sparsam, aber nicht geizig. Ich gebe dann 2 Portionen Reis in eine Schüssel, also 2 Portionen ist 300 Gramm. Und wasche den Reis. Wenn man sowas hat, dann kann man sehr einfach Reis dosieren. Das ist für den Reis zum Dosieren. Ja, so ist das. Dann zeige ich euch, wie man den Reis waschen kann. Ich benutze eine große Schüssel und in der Schüssel wasche ich den Reis. Zuerst sollte der Reis ein- oder zweimal ganz leicht gemischt werden, um Schmutz zu entfernen. Dabei darf man nicht stark waschen, weil der Reis anfangs leicht Wasser einzieht. Sonst erhält der Reis Schmutz. Danach gießt man das Wasser ab. Ab zweites oder drittes Mal wäscht man den Reis ordentlich. Wie ihr auf dem Video sehen könnt, wäscht man den Reis mit einer Hand mit Wasser. Man wäscht also, als ob man ein bisschen den Reis drückt, aber man darf nicht stark zudrücken. Wenn man das nicht machen kann, kann man dann einfach mit einem Hand verrühren. Wenn man einmal wäscht, dann gießt man das Wasser ab. Dann gibt man wieder Wasser und waschen. Also dieser Reihenfolge: Wasser eingießen, waschen und Wasser abgießen. Diese wiederholt man, bis das Wasser etwas klar wird. Wenn man Reis gewaschen hat, legt man den Reis im Wasser für ca. 30 Minuten oder eine Stunde. Ich habe ungefähr 30 Minuten den Reis im Wasser gelassen. Man sollte einige Zeit vor dem Kochen den Reis im Wasser lassen, aber man kann sofort den Reis kochen. Ich gieße dann das Wasser komplett ab, dann gebe den Reis in einen Topf. Der Topf soll mindestens doppelt hoch sein als Reis und Wasser. Wenn man so einen Sieb benutzt, dann kann man das Wasser einfach abgießen. Ich gebe dann auf dem Reis Wasser ein, aber diesmal muss man Wasser genau messen. Ich habe hier 2 Portionen Reis, also 300 Gramm. Für 2 Portionen ist 450 Milliliter Wasser. Diese Dosierung vom Wasser hängt von der Portion an. Hier habe ich eine Tabelle für ein Verhältnis von Reis und Wasser je nach der Portion. Wenn man Wasser gegossen hat, dann sollte man ein bisschen die Oberfläche von Reis flach machen. So kann man flach machen. Danach decke ich den Topf mit einem Deckel. Idealerweise ohne Loch. Dann koche ich den Reis. Dann koche ich den Reis bei mittlerer Hitze, bis das Wasser kocht. Bei mir gibt es 9 Stufen, also bei Stufe 5 oder 6. 2 Minuten lasse ich das Wasser weiter kochen. Nach 2 Minuten reduziere ich die Hitze auf niedrige Stufe und koche 10 Minuten. Bei mir auf Stufe zwischen 1 und 2. Man soll dabei nicht so hoch einstellen. Nach 10 Minuten schalte ich den Herd aus und 10 Minuten lang lasse ich den Reis dämpfen. Bis zum Ende sollte man den Deckel nicht aufmachen. Nach dem Dämpfen lege ich den Deckel weg und rühre den Reis von unten. So sieht der Reis aus. Dann gebe ich den Reis in eine Reisschüssel.
Tada! Man kann Reis ganz einfach mit einem Topf kochen. Dann itadakimasu. Guten Appetit! Sehr gut, mit Oishi. Ich kann diesen weißen Reis einfach so essen, ohne Soße oder weiteres. Ja, schmeckt gut. Der Reis hat schon mal Geschmack von Reis. Und ja, ich sage Deutschen, dass Reis eigenen Geschmack hat. Aber ja, zum Beispiel mein Mann sagt, kein Geschmack. Ja, ich verstehe das nicht, aber er versteht mich nicht. Wenn man in Japan Reis isst, dann hebt man die Schüssel hoch. Ja. Und dann isst man so. Ja, das ist also meine Ernährung beim Essen. Ja, es ist manchmal so streng, aber Alltag, zum Beispiel zu Hause oder in einem Restaurant, achtet man nicht so viel. Also vor allem junge Leute. Und ja, ich achte auch nicht so darauf. Diese Ernährung ist auch natürlich wichtig, aber ja, man sollte eher das Essen genießen. Aber auch dieser Ernährung sollte man wirklich achten. Man darf nicht diesen Esslöffel auf den Reis ganz gerade hochstellen. Das darf man nicht in Japan oder allgemein im Ausland auch nicht machen. Wenn jemand in Japan stirbt, dann macht man eine Zeremonie. Und beim Zeremonie stehen wir auf dem Reis einem Esslöffel, so ungefähr. Deswegen dürfen wir nicht, also wir Lebende dürfen das nicht machen. Dass man auf dem Reis Esslöffel hochstellt, heißt auf Japanisch Makura-Meshi, Ippan-Meshi oder Ichizen-Meshi. Warum macht man das? Ja, gute Frage. Ja, das ist eine Verbindung einer realen Welt für Lebenden und einer anderen Welt für tote Menschen. Ja, genau. Und das macht man nur beim Zeremonie. Diese Art und Weise, dass man eine Esslöffel auf den Reis hochstellt, ist abhängig von Religion oder Ort. Es gibt verschiedene Art und Weise, aber ja, ich habe keine Religion, deswegen weiß ich eigentlich gar nicht so. Außerdem gibt es eine andere Bedeutung. Der Reis ist das letzte Essen für Tote. Es gibt außerdem noch ein Tabu beim Essen. Also nicht nur beim Reis, sondern beim allgemeinen Essen. Ja, man darf nicht mit diesen Esslöffeln und mit einem anderen Esslöffel, also mit anderen, dürfen wir nicht ein Essen zusammen hochheben oder zusammen halten und so weiter. Nach dem Verbrennen einer Leiche gibt es Knochen. Und diesen Knochen müssen wir zu zweit zusammen gleichzeitig oder eine gibt andere mit Esslöffeln in eine Schüssel reingeben. Und meistens sind Familie dabei, also ohne Freunde oder Bekannte oder Nachbarn. Ja, nur Familie. Das machen wir, damit ein toter Mensch in die Welt für tote Menschen gut gehen kann. Es gibt zwei Welten. Eine Welt ist für Lebende, also wo wir jetzt sind. Noch eine Welt ist für tote Menschen, also Himmel. Diese zwei Welten werden durch einen Sanzu no Kawa verbunden. Sanzu no Kawa ist auf Deutsch, ja, diese. Ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagen kann. Ein toter Mensch muss auf diesen Sanzu no Kawa gehen, um zum Himmel zu gehen. Und das helfen wir Lebende durch das mit Esslöffeln ein Knochen weiterleiten.
über das Video. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video etwas Spaß haben konntet. Und ja, es war ein bisschen interessant, oder? Dass ich am Ende ein bisschen erzählt habe. Jetzt könnt ihr mit einem Topf Reis kochen. In meinen Kochvideos benutze ich oft Reis. Wenn man einen Reiskocher hat, wie hinten, dann könnt ihr eigentlich ganz einfach Reis kochen. Ich koche meistens mit diesem Reiskocher, weil ich habe, aber wenn man nicht hat, dann kann man natürlich mit einem Topf kochen. Und ja, es schmeckt eigentlich gut. Und wenn man einen Gasherd hat, dann möglicherweise ein bisschen anders. Aber ja, heutzutage hat man meistens schon mal elektrischen Herd. Und genau, deswegen habe ich kurz so gezeigt. Und ich kann leider nicht zeigen, weil ich zu Hause kein Gas habe. Genau. Aber wenn man Reis mit Gas kocht, schmeckt wirklich gut. In Japan gibt es sogar einen Reiskocher für Gas. Ich werde euch irgendwann zeigen, welchen Reiskocher ich habe und welchen Reiskocher man kaufen soll und was man dabei achten soll. Ja, so das wär's mit diesem Video. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video etwas Spaß haben konntet. Bitte abonniert gerne meinen Kanal und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen und das hilft mir sehr wirklich. Ja, und ihr habt Twitter und Instagram. Schaut gerne in der Videobeschreibung, dann findet ihr die Linke. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!